Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Dieses Video hätte man eigentlich komplett in Schwarz-Weiß drehen können, weil a. handelt es sich hier um etwas sehr, sehr Altes. Da war der Farbfilm jetzt noch nicht unbedingt weit verbreitet. Und zweitens, wie ihr seht, ist das alles hier relativ schwarz und grau gehalten. 808 überwiegend graue Teile, ein bisschen was Schwarzes mit dabei, ergeben den Panzerzug von Bluebrix, kostet 39,95 €, also es ergibt nicht den Zug, da muss ich mich korrigieren, es ergibt erst einmal nur die Lok. Und wie die zusammengebaut wird, das will ich euch heute zeigen. Ein Karton, den ich wirklich nicht mehr vorstellen brauche. Ich glaube, er ist selbsterklärend, überall grau. Das Wichtigste, was draufstehen muss, steht drauf. Ein Aufkleber, damit wir auch wissen, was da drin ist, ist drauf. Das ist das Wichtigste. Und das Allerwichtigste an dem Karton, das ist ja nun mal wirklich der Inhalt. Den schütten wir jetzt mal hier auf den Tisch. Das ist von dem Panzerzug gleichzeitig der größte Karton. Zumindest bis jetzt von dem, was ich habe, weil hier auch ziemlich viele große Teile drin sind. Es ist trotzdem alles sehr, sehr übersichtlich, vor allen Dingen von den Farben. So, weg damit, der wird erstmal nicht mehr gebraucht. Was soll ich großartig sagen? Ich würde sagen, erstmal Schüsseln raus und alles verteilt. Hier sind jetzt nicht wirklich viele Teile, über die man eingehen muss, über die man herfallen muss, um sie zusammenzuklemmen. Ja, das ist richtig. Ein kleiner Hinweis. Ich bin nicht der Militäronkel, der sich jetzt wirklich mit sowas auskennt bis zum geht nicht mehr. Mich hatte dieser Zug ein Stück weit interessiert. Ihr habt es oft genug an mich herangetragen, dass ich den doch bitte mal vorstellen soll. Das mache ich gerne. Wie das zustande kam, habe ich euch erklärt. Könnt ihr auch gerne nochmal in das Video reingucken. Ich verlinke euch das da oben nochmal, wie das Ganze hier zustande gekommen ist. Natürlich habe ich mich im Vorfeld damit auseinandergesetzt. Für mich ist ein Zug, da kommt eine Lok und dahinter hängen so ein paar Waggons. Dann stelle ich mir das auf meine Gleise. Seht ihr ja hier hinter mir ganz gut, wie ich das mache. Und dann freut mich das. Hier bei dem Panzerzug musste ich mich so ein bisschen reingucken. Und reinfummeln war ein bisschen interessant, weil es gibt so viele verschiedene Panzerzüge vom Typ bis 70 oder so, habe ich glaube ich ausfindig machen können. Ich habe viel geguckt und ich bin mir relativ sicher, dass das hier Panzerzug 42 ist. Zumindest das, was wir an Waggons an die Hand bekommen. Auch das passt nicht hundertprozentig, das war mir auch klar, aber das ist das, was mir am nächsten gekommen ist. Und da fand ich schon interessant, dass es hier nicht also so ist, so Lok und dahinter kommen die ganzen Waggons. Nee, hier stand die Lok sogar mittendrin. Ich werde versuchen, das wirklich auch genauso hier bei mir ins Regal zu stellen, damit es wenigstens ein bisschen originalgetreu ist. Wenn es hier jemand gibt, der sich dann natürlich mit auskennt, dessen Materie das ist, schreibt mir unten rein, wie hat das Ganze zu stehen. Ich baue hier eins nach dem anderen auf, stelle das so in die Reihenfolge, wie ich denke, dass das passen könnte. Und wie gesagt, ich denke, das ist dieser Panzerzug 42, auf den ich da regelmäßig gestoßen bin. So werde ich mir das auch ins Regal stellen. Sollte das falsch sein und jemand findet einen anderen und sagt, nee, pass mal auf, Olli, das ist der, stell das besser so hin, dann sieht das besser aus. Dann, ihr wisst, da unten ist die Kommentarfunktion, die dürft ihr benutzen, die ist kostenlos. Nutzt das reichlich, schreibt es mir unten rein. Und dann kriegen wir das, denke ich mal, gemeinsam schon vernünftig hin. Ich freue mich jetzt sogar darauf, das Ganze hier wachsen zu sehen. Heute fangen wir mit der Lok an. Alles andere kommt dann Stück für Stück hinten dran. Und ganz zum Schluss, denke ich mal, wird da schon was recht Feines im Regal stehen. Also gar nicht lang großartig noch rumgelabert, sondern einfach mal angefangen zu bauen. Bauschritt 17 und ich will eigentlich nur mal schnell einen Tipp loswerden.
Bluebricks ist immer sehr, sehr schnell mit dabei, unter die Züge die Räder zu machen, beziehungsweise der Designer, der diese Sachen konzipiert. Macht das nicht, macht es so wie ich. Ich drehe euch das mal rum. Ich mache hier eine Konstruktionshilfe. 2x4 habe ich hier, also doppelt genommen, drunter gesteckt. Hier sind genügend Steine, die hätte man jetzt auch nehmen können, aber irgendwann werden sie gebraucht und dann rennt man doch wieder zur Kramkiste und holt sich andere. Macht euch damit eine vernünftige Unterkonstruktion, weil hier geht es ja wirklich, wie bei einigen Waggons auch, in die Tiefe, so dass das sonst auf den Tisch legen würde und abbricht. Das könnt ihr damit umgehen und ihr habt auch nicht das Problem, dass immer, wenn ihr was draufdrücken möchtet, dass euch das Ding nach vorne oder nach hinten wegfährt, dass euch die Achsen vielleicht brechen oder die Räder kaputt gehen, wie auch immer. Macht euch so eine Hilfe darunter und schon habt ihr es vernünftig. Sagen kann ich bis hier nichts. Es ist ja noch nicht viel passiert. Es sind alles Standardsteine, die hier bis jetzt verbaut werden, Fliesen und ein paar Plates mit dabei. Das ist soweit alles in Ordnung. Es ist aktuell noch ein bisschen krumm, aber hier kommt ja noch viel Aufbau drüber. Ich denke mal, da wird sich das Ganze dann auch gerade ziehen, weil das kriege ich mit den Fingern schon ganz gut hin. Das ist alles wirklich keine große Sache hier. Erschrocken bin ich ein bisschen über das Ganze, wie breit das wird, aber irgendwo macht es ja auch Sinn, weil unter der Panzerung steckt eine ganz normale Lok. Also muss das Ding jetzt hier auch um einiges breiter werden, damit es dann wieder passt. Kann ich eigentlich nicht sagen. Keine Fehlteile. Weiterbauen. Bauschritt 45 und bis hierhin geht wirklich alles wahnsinnig einfach von der Hand. Ich habe hier meine Unterkonstruktion, so steht das alles wahnsinnig entspannt auf meinem Bautisch und kann mir nicht wegrollen. Die Qualität der Steine völlig top bis hierhin, das hält alles, da ist soweit auch nichts locker. Die Bautechnik soweit auch in Ordnung, es wird viel mit Verbund gearbeitet. Es hat trotzdem interessante Ansätze an den Fassaden, dass es hier alles glatt ist, aber das hält. Hier ist nichts mit an nur einer Noppe gefrickelt. Das heißt bis hierhin alles wunderbar. Eine Minifigur bzw. zwei haben hier bequem Platz. 10 Noppen breit. Da ist das überhaupt kein Problem. Es ist bis hierhin eine richtige Freude, das Ganze zu bauen. Das geht wahnsinnig schnell von der Hand weg. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch gar nicht großartig dazwischen gesabbelt. Man baut das einfach, man sieht das wachsen. Das geht alles sogar relativ schnell von der Hand. Das macht also wirklich wahnsinnig viel Freude. Ich kann euch hier also nicht mehr zeigen und sagen, als wie das, was bis jetzt hier steht, was ich bis jetzt gebaut habe. Ich kann nicht meckern, ich kann das Ganze bis hierhin eigentlich nur loben. Das ist also bautechnisch ist das wirklich eine wahre Freude. Über das Design, da müssen sich Leute unterhalten, die das wirklich alles kennen, die sagen, oh nee, hier hätte man aber mal das und das machen müssen. Ich bin in diesem Thema also wirklich nicht so tief verwurzelt, wie ich das sein müsste, um das jetzt hier stilgerecht präsentieren zu können. Ich kann jetzt hier wirklich nur sagen, dass es eine Freude ist, das Ganze zu bauen und deswegen bin ich jetzt auch schon wieder weg und baue weiter. Bauschritt 66 und die Lok steht vor mir. Es ist ein Riesenklotz, ein robuster Klotz und ein Klotz ohne Räder. Die habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal zügig zusammen. Ist ja wirklich kein großes Geheimnis, was hier gemacht werden muss. Warum ich das noch nicht gemacht habe, habe ich euch erklärt. Es lässt sich einfach schöner bauen, wenn das Ganze unterlegt ist und nicht durch die Gegend rollt, weil sonst hätte man hier immer das Ganze, nee, das wäre zu wackelig, um hier irgendetwas zu bauen. So, da steht die Lok vor mir. Was soll man dazu sagen? Man erkennt hier natürlich nicht wirklich eine Lok. Klar, die Umrisse
Das ist alles, das erinnert alles an eine Lok. Das ist alles soweit in Ordnung. Was mich jetzt so ein bisschen stört, das ist die Tatsache, dass man aus dem Display-Modell hier wieder ein Modell gemacht hat, was man fahren lassen kann. Das heißt, hier ist es wieder konzipiert, es muss kurvengängig sein. Ich brauche das nicht kurvengängig, ich hätte das ganz gerne starr. Und ich frage mich jetzt gerade, wie soll ich bei einer gepanzerten Lok ohne Einsetzhilfe, das muss man ja mal dabei sagen, hat nicht jeder eine Einsetzhilfe zu Hause, das Ganze auf die Schiene bekommen. Ich persönlich hätte das dann wieder starr oder ich hätte das für mich ganz gerne starr. Muss ich mal gucken, ob ich das dann für mich mache, dass ich sie ins Regal stellen kann. Ja, was soll ich euch großartig zeigen? Hier hinten ist sie offen, es ist Platz für 2 Minifiguren. Was ein bisschen schwierig anzubringen war, das ist hier vorne die Front gewesen. Das hat mich dann so ein bisschen Rückbau gekostet, um das vernünftig anbringen zu können. Das ist hier hinten drin, die Aufhängung ist immer abgebrochen. Das geht, man sollte das nur hier oben öffnen, dann kann man erst die Klammern setzen. Dann funktioniert das wunderbar. Der Schornstein, der hat mich so ein bisschen in Verzweiflung gebracht. Laut Bedienungsanleitung hätte das Ganze schwarz sein müssen. Laut Foto-Homepage Bluebricks ist das Ganze grau-schwarz. Also habe ich es jetzt auch grau-schwarz gemacht. Es ist auch kein schwarzer Stein mit dabei, aber in grau. Und danach wurde er auch nicht wieder gebraut. Also hier scheint noch ein kleiner Fehler in der Anleitung zu sein. Ist einfach nur ein Problem mit der Farbe. Ansonsten konnte man nach der Anleitung hier wahnsinnig gut bauen. So, die Lok parkt jetzt erstmal hier, damit sie nicht im Weg ist. Die Lok hat noch einen Tender, den werde ich jetzt noch mal geschwind zusammenbauen und dann schauen wir uns zumindest von dem Panzerzug die Lok schon mal an, denn dann habe ich sie fertig. Bauschritt 106 und ich denke mal, den machen wir wieder gemeinsam. Nehmen hier wieder meine Bauhilfen raus, die bei diesem Modell also wirklich mehr als Gold wert sind. Das ist wahnsinnig viel, was hier nach unten gebaut wird. Das hatte ich so bei noch keiner anderen Lok. Da wäre das also mit dem Fahrwerk darunter katastrophal geworden. So, das war's und somit hat dann auch der Tender seine Rollen drunter. Also hier, oh, das geht, naja, es wackelt nicht, aber das geht doch sehr stramm. So, dann hängen wir mal das Ganze hier zusammen und damit wäre das dann auch fertig. Ich bin beim Bau immer wieder fasziniert gewesen. Was das da, was das dann doch für ein Klopper ist, der hier zusammengebaut wird. Das macht definitiv Lust auf mehr, zumindest wenn es darum geht, die Noppen breiter zu gestalten. Hier sehe ich mal gerade, habe ich einen kaputten Magneten. Ja, aber ganz kaputt. Der ist schief bis zum geht nicht mehr. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, gerade weil der ja doch nach hinten soll. Also das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das kriege ich aber auch jetzt nicht mal eben schnell. Das ist eigentlich nur hier rausgesprungen. Das ist nicht mal kaputt. So, jetzt geht's. Das war einfach nur hier rausgesprungen. Okay, Glück gehabt. Also jetzt hält das auch vernünftig. So, schauen wir mal, wie lang das Ganze ist. Würde mich ja interessieren. Euch mit Sicherheit auch. Das sind absolut 37 cm. Und wenn ich da jetzt noch und ungefähr 12 cm hoch. Also das ist schon eine ordentliche Größe. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, hier kommen die ganzen Anhänger dran, dann wird das hinter mir wieder wahnsinnig viel Platz wegnehmen. Aber das ist nicht das Problem. So, muss man hier auf irgendwas großartig eingehen? Ja, muss man.
Und zwar, ich muss jetzt ein bisschen was abbauen dafür. Wo ist mein Teiletrenner in Schwarz? Weil in Blau habe ich immer noch keinen. Denn hier ist der Designer dahergegangen und hat dafür gesorgt, dass dieser Zug wahnsinnig schnell motorisierbar ist. So, was musste ich noch was rausnehmen? Oder warte, nee, musste ich noch was? Also das hält hier alles wirklich wahnsinnig gut. Das ist dann doch ein bisschen was umzubauen bei dem Ganzen. Aber es wurde sich wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man das hinbekommen kann mit kleinem Aufwand. Nicht wie bei anderen Loks, wo der Aufwand dann doch recht groß ist, das zu machen. Na. So, da haben wir es schon. Ich denke mal, ich muss da nicht weiter was zu sagen. Habt ihr alle schon mal gesehen, die Größe, da wisst ihr, was da reinpasst. Wenn ich das so halte, ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Ich kippe es mal ein bisschen hin und her. Ja, man kann das sehen. Also da ist wirklich an alles gedacht worden. Es ist auch hier eine Führung. Ich lasse dann später die Box hier reinfallen und sie setzt sich automatisch dahin, wo sie hingehört. Das ist wirklich wunderbar gelöst für alle, die das Ganze dann motorisieren möchten. Ihr könnt hier also wirklich die Box drin verschwinden lassen und sie wird dann nicht mehr gesehen. Die Steine sind alle so konzipiert und vorbereitet, dass das dann auch wunderbar passt. So, den noch wieder drauf. Und hier könnt ihr sehen, dann auch die Durchführung für das Kabel. Also es ist wirklich alles da. Das könnt ihr motorisieren und das fährt. Das hier ist ein Klotz. Das ist wirklich ein Klotz. Den fahrt ihr 5-mal gegen die Wand und dann hat er immer noch keinen Schaden genommen. Hier fällt nichts ab, hier wackelt nichts. Wunderbar. Gibt es überhaupt nichts drüber zu meckern. Ich kann im Grunde genommen auch mehr gar nicht dazu sagen. Hier gibt es keine Details, auf die man eingehen muss bei dieser Lok. Das ist halt Panzerzug. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Auch wenn Thema Militär nicht jedermanns Thema ist, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann gerne den Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt mir doch unten rein, was hat euch nicht gefallen. Habt ihr ein Abo, finde ich das wahnsinnig schön. Habt ihr keins, dürft ihr das gerne machen. Drückt ihr dann auch noch auf die Glocke, dann werdet ihr mit Sicherheit auch benachrichtigt, sobald das neueste Video von mir hochgeladen wird. Noch eben kurz die Züge und so. Ich packe das alles unten in die Beschreibung. Da könnt ihr dann draufklicken und könnt euch das direkt nochmal online dann anschauen. Bis zu meinem nächsten Video bleibt bitte gesund und ich wünsche euch ansonsten noch einen restlichen schönen Tag.